Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wird wieder heute toll, kann ich euch jetzt schon sagen. Habt da wieder viele Nebeninformationen gefunden, fast so ein kleiner halber Aufsatz habe ich geschrieben. Kam mir vor wie in der Schule. Tja, so ist es halt, ne? Als Kind in der Schule will man es nicht machen und dann als Erwachsener macht es man dann freiwillig. Verrückt. Blättern wir mal wieder dahin, wo wir waren. Mensch. So, zack, Margarete, Maultasch. So, heute mal mit Haare offen. Das ist auch sowieso gesünder für die Kopfhaut. Für die Haare sowieso. So. Die erste Sage heute heißt Otto der Dritte am Grabe Karls des Großen. Als nach langen Jahren Kaiser Otto der Dritte an das Grab kam, in dem Karl des Großen Gebeine bestattet wurden, trat er mit 2 Bischöfen und dem Grafen Otto von Laumel, der dies alles berichtet hat, in die Gruft ein. Die Leiche lag nicht wie andere Tote, sondern saß aufrecht wie ein Lebender auf einem Stuhle. Auf dem Haupte war eine Goldkrone, das Zepter hielt er in den Händen, die mit Handschuhen bekleidet waren. Die Nägel der Finger hatten aber das Leder durchschnitten und waren herausgewachsen. Das Gewölbe war aus Marmor und Kalk sehr dauerhaft gearbeitet. Um hineinzugelangen, musste eine Öffnung gebrochen werden. Sobald die 4 Männer eingetreten waren, spürten sie einen heftigen Geruch. Alle beugten sogleich die Knie und erwiesen dem Toten Ehrerbietung. Kaiser Otto legte ihm ein weißes Gewand an, beschnitt ihm die Nägel und ließ alles Mangelhafte ausbessern. Von den Gliedern war nichts verfault, nur von der Nasenspitze fehlte etwas. Otto ließ sie von Gold wieder herstellen. Zuletzt nahm er aus Karls Munde einen Zahn zum Andenken und ließ das Gewölbe wieder zumauern. Nachts soll ihm dann Karl im Traume erschienen sein und verkündet haben, dass er nicht alt werden und keinen Erben hinterlassen werde. Kurze Sage und bitteres Ende, wie ich finde. Ich finde es erstmal erstaunlich, wieso sie überhaupt reingegangen sind. Leider steht ja nicht der Grund, warum sie ins Gewölbe reingegangen sind. Ich meine, wenn er da drin ist, warum sollte man ihn noch die Ruhe stören? Ist ja so, als ob du ein Grab öffnest. Ja, haben sie ja sogar. Und die Sache mit den Fingernägeln, da gibt es ja den Mythos, dass sobald man stirbt, dass die Fingernägel noch weiter wachsen und die Haare. Das liegt daran, dass wenn man gestorben ist, geht ja die Flüssigkeit aus dem Körper raus. Das verdampft ja alles. Wir verdampfen ja ständig neu und wenn wir halt nichts nachtrinken und der Körper halt nicht funktioniert, kommt halt nichts Neues nach. Und dadurch geht dann halt von den Fingern, auch von den Füßen, die Haut zurück. Und wenn die Haut zurückgeht, sieht es halt aus, als ob die Nägel länger werden. Das ist so ein bisschen wie beim Zahnfleisch, wenn man zum Beispiel im hohen Alter, wenn dann das Zahnfleisch hier langsam sich zurückbildet, dann werden die Zähne natürlich auch länger, beziehungsweise sie erscheinen länger. Und so ist es dann auch in den Haaren. Die Kopfhaut geht zurück, die bildet sich zurück, beziehungsweise die schrumpft so ein bisschen zusammen, die Flüssigkeit geht raus und dann dadurch wirkt es, als würden die Haare wachsen. Wie das dann hier passiert ist mit den Handschuhen, das halte ich für ein Gerücht. Dass das dann genauso, dass sie durchgewachsen sind, das ist ein bisschen Quatsch. Aber gut, trotzdem schöne Sage, ein bisschen kurz. Und das mit der Nasenspitze, das finde ich ja witzig. So eine goldene Nasenspitze hier drauf. Wie befestigt man die dann? Die kann man doch eigentlich nur noch so einschrauben und so eindrehen in den Knochen. Weil eigentlich das Gewebe, aber hier hinten ist ja nichts, ne? Hier ist ja ein Loch. Wie macht man das? Ja gut, das sind kleine Details, ne? Die frage ich mich immer, wie man so eine Nasenspitze halt als Gold noch befestigt. Aber gut, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Ja. Die nächste Sage heißt Der treue Star. Von dem Geschlechte der Markgrafen von Cham-Vorburg geht die Sage, dass einmal ein Fräulein des Hauses im zarten Kindesalter ums Jahr 1150
von Räubern gestohlen worden sei. Ein Star, der im Schlosse gehalten wurde, flog den Räubern nach und begleitete sie auf ihren Kreuz- und Querzügen. Wenn sie rasteten, ließ er sich auf einen nahen Baume nieder und begann, die eingelernten Sprüche herauszuplaudern. Die Räuber befürchteten nun, durch diesen Vögel verraten zu werden und stellten ihn auf alle mögliche Weise nach, aber das kluge Tier wusste allen Geschossen und Schlingen zu entgehen. Endlich setzten die Räuber das Kind an die Schwelle einer einsamen Herberge am Böhmerwalde aus. Der Star schwang sich aber auf das Dach des Hauses und sang da seine alten Weisen. Die Wirtin, eine arme, aber rechtschaffene Frau, nahm sich des Findlings bestens an und fütterte auch den Star, der sich von der Kleinen durchaus nicht trennen wollte. Wohl dachte sie, als sie das feine und zierlich genähte Hemdlein des Kindes beschaute, dass dies aus einem vornehmen Hause stammen müsse. Aber von dem Raube in der markgräfischen Burg drang keine Kunde in ihre Einöde, und so wusste sie auch nicht, woher oder wohin mit den Mädchen. Dieses war im Laufe der Jahre zur blühenden Jungfrau herangewachsen. Als eines Tages in der Herberge ein stattlicher Ritter einsprach, den ein Gewittersturm Obacht zu suchen gezwungen hatte. Und während der Graf am Tische saß und sich mit einem Krüglein Wein erlabte, hüpfte der Star hinter dem Ofen hervor, flatterte mit seinen Schwingen, als wollte er die Aufmerksamkeit des Fremden auf sich lenken, und ließ sodann seine Sprüche und Lieder vernehmen. Dem Ritter war es, als hätte er den Vogel vor langer Zeit gesehen und gehört, und er fragte die Wirtin, woher sie das Tierlein habe. Diese erzählte ihm die Geschichte des Mägdleins, so viel sie davon wusste, und brachte auch das Hemdchen herbei, das sie bis dahin sorgfältig verwahrt hatte. Der Ritter erkannte an der Stickerei mit freudigem Schrecken das Wappen seines Hauses und gebot der Wirtin, ihm augenblicklich die Jungfrau fortzuführen. Diese wurde von der Wiese hereingerufen, wo sie Gras mähte, und der Ritter staunte nicht wenig über ihre Schönheit und Huldgestalt. Als er an ihrem Arme nun vollends ein Mal in Form einer Kreuzdornblüte bemerkte, zweifelte er nicht mehr und rief: »Ich bin Graf von Vorburg. Du bist meine Schwester, welche wir so lange beweint haben.« Dann saß er zu Ross und nahm die Jungfrau zu sich in den Sattel. Der Star aber, als hätte er alles begriffen, erhob ein freudiges Geschrei und flog an der Seite des glücklichen Paares der Heimat zu. Die gräfischen Eltern veranstalteten aus diesem Anlass einen Freudenfest, und der Star spazierte während der Gasterei auf den Tischen umher, gleichsam als wollte er von den Anwesenden das gebührende Lob einsammeln. Kurze Anmerkung an diese Sage. Natürlich gibt es diese Sage im Weltnetz auch zu lesen. Klar, sie ist ja auch schon sehr alt. Und ich habe da bemerkt, dass überall, wo ich die Sage gefunden habe, wurde hier ein einziges Wort ausgetauscht. Also zumindest ein Wort, auf den es ankommt. Ja? Hier heißt es, sie wurde von Räubern gestohlen. Und überall steht hier überall auch Räuber. Ja, das heißt nur Räuber. In alle anderen Sagen, die ich hier im Weltnetz gefunden habe, steht aber Zigeuner. Zigeuner hätten das Kind geraubt. Witzigerweise aber wird dieses Wort nur einmal erwähnt, dass es Zigeuner sind. Der Rest der Geschichte wird ebenfalls nur von Räubern gesprochen. Da sieht man halt, also das Buch hier ist von 1930 und da sieht man schon, dass man damals diese ganze Geschichte mit Zigeuner und ja, ihr kennt ja diese ganze Geschichte, dass hier darauf geachtet wurde, dass die Kinder nicht mit so etwas in Berührung kommen. Und ehrlich gesagt, die Diskussion gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange. Ich muss sagen, in meiner Kindheit war es so, dass ich von diesen Sachen, man kennt ja die Vorurteile von Zigeunern, die wusste ich als Kind gar nicht, weil man hat es mir auch nicht beigebracht, warum auch. Und als dann die Diskussion hochkam mit Zigeunersoße oder Zigeunerschnitzel und sowas, habe ich erst bemerkt, diese negative Anhaftung an diesem Namen. Weil ich bin eigentlich davon ausgegangen als Kind, weil ein Zigeunerschnitzel war lecker, die Zigeunersoße war auch lecker. Ich habe das als positiv wahrgenommen, dieses Wort. Und plötzlich durch diese Diskussion dann
habe ich erst überhaupt diesen negativen Beinamen erst begriffen. Also allein durch die Diskussion wurde mir das erst klar. Und da frage ich mich, ob das so in diesem Sinne ist. Wäre es nicht besser gewesen, diesen ganzen Quatsch einfach auslaufen zu lassen, bis die wahre Bedeutung irgendwann im Hintergrund rückt? Also ich mache das auch nicht, meine Eltern haben das bei mir auch nicht gemacht. Die haben mir solche negativen Sachen gar nicht beigebracht. So wie es hier im Buch ist, genauso ist. Ja? Man bringt das den Kindern nicht bei. Ich finde auch, das ist völlig richtig. Also wenn es später dann das selbst dann so aufsaugt durch Medien oder sowas, ist eine andere Geschichte. Aber selbst als Elternteil, ne, vor allem in den jungen Jahren, würde ich das nicht machen. Würde ich nicht raten. Aber es ist halt spannend, sowas wie das Gegenteil dadurch entsteht. Ja, wenn man genau den Fokus darauf richtet und eben diese negative Definition davon, wenn man den Finger so drauf zeigt, dass man erst dann dadurch aufmerksam dadurch wird. Weil vorher dachte ich, ja, die Zigeuner machen halt super Schnitzel oder halt super, super Soße. Das war so meine Vorstellung. So viel dazu. Ich zeige euch nochmal hier, wie so eine Kreuzdornblüte hier aussieht. Ja. Habe ich im Übrigen auch mal nachgeschaut. Es gibt noch den Faulbaum. Das ist so ein Strauch. Der hat solche roten, am Anfang gelbe, rote, schwarze Beeren. Und von diesem Faulbaum ist eine Kreuzdorn-Gewächs. Die Pflanze hat man damals als Abführmittel benutzt. Da hat man die Rinde abgeschnitten. Die Rinde die stinkt auch so ein bisschen nach Feucht, deswegen heißt der auch Faulbaum. Und diese Rinde hat man abgekratzt im Frühjahr, hat die so gelagert, bis sie halt mild wurde. Und dann hat man diese Rinde eben, ich glaube, man hat sie im Tee gekocht. Und dann konnte man schön den Tee trinken, wenn man Durchfall hat, wenn man Verstopfung hatte. Und so konnte man mit dieser Rinde von dem Faulbaum Verstopfung lindern. Man hat es auch als Darmreinigung benutzt, um erstmal das ganze System mal durchspülen zu lassen. gibt da massig. Also wenn ihr euch mal an den Wegesrand schaut, es gibt massig von diesen Heilkräutern. Wir werfen alle Medikamente ein wie die Blöden. Dabei stehen die Medikamente am Straßenrand. Das ist verrückt. Dann noch eine Sache zum Star. Also hier steht mehrere Jahre. Ja? Ich weiß nicht, wie alt so ein Star wird. Ich zeige euch mal hier ein Bild und wie sich der Star anhört. Okay. Finde ich witzig, wie alt er hier geworden ist. Ich meine, wir reden hier wahrscheinlich von 5 plus 15 Jahren oder sowas. Ich glaube nicht, dass so ein Star so alt wird. Ja, vielleicht war es ja ein Wunderstar. Gut, machen wir mal weiter. So, jetzt kommt eine sehr tolle Sage, zu der ich viel zu sagen habe, weil ich viel gefunden habe. Die nächste Sage heißt Margareta Maultasch. In Tirol und Kärnten wird noch viel von Margareta Maultasch erzählt. Freilich, nicht viel Rühmliches. Sie war eine strenge Regentin, strafte scharf und geht noch heute in Klagenfurt und anderen Orten reitet auf gespenstischem Pferde und lohnt den Vorsitz mit derben Maulschellen. Zu ihren Lebzeiten belagerte sie auch das Schloss Dietrichstein. Die Befehlshaber des Platzes sahen bald ein, dass sie den Burg auf Länge nicht gegen Frau Maultasch halten konnten, da ihnen Erzherzog Otto keine Hilfe leistete. Sie sind also auf einen Abend, begünstigt durch einen dicken Nebel, in aller Stille mit dem kentischen Kriegsvolk abgezogen und ganz glücklich in die Stadt Sandweid gekommen, worüber sich die Bürgerschaft höchlich gefreut hat. Frau Maultasch hat nun am anderen Tage die Burg dennoch ersteigen und greulich verwüsten lassen. Seitdem ist Dietrichstein eine Ruine geblieben. Die flüchtigen Verteidiger und viele anderen Herren und Landleute aus Kärnten, die den Zorn der Frau Margareta zu fürchten hatten, sind nach Osterwitz gezogen und von Herrn Reinherr Schenk mit großen Ehren empfangen worden. An diesem Orte, der von Natur aus stark und uneinnehmbar war, hatten sie alle gute Hoffnung, mit den ihrigen von der Tyrannen sicher zu bleiben. Osterwitz liegt 1 Meile vor Sandweid auf einem starken und sehr hohen Felsen, der an keinen Ort gestürmt oder angelaufen werden kann. Nun zog aber Frau Maultasch mit ihrem Kriegsvolke dennoch auf Osterwitz zu, in der festen Absicht, die Burg um jeden Preis einzunehmen. Herr Reinherr Schenk hat darauf seine Kriegsleute, an Zahl nicht mehr als 300,
mit großem Fleiße auf den Wehren der Mauer geordnet und nichts versäumt, was zur Verteidigung dienen konnte. Frau Naumeltasch nahm nun mit den ihrigen das Felde weit und breit ein und umgab das Schloss, so daß niemand entweichen konnte. Es sollte nicht wieder so gehen wie in Dietrichstein. Weil sie aber sah, dass der Feste nicht mit Gewalt beizukommen war, hat sie den armen Bauersleuten in den Dörfern mit Brennen, Rauben, Morden und anderen Gewalttätigkeiten nicht geringen Schaden zugefügt, wovon die zerbrochenen Schlösser und Burgen noch heute Zeugnis geben. Als sie zuletzt sah, dass sie mit Gewalt wenig ausrichten würde, schickte sie Gesandte an Rheinherr Schenk ab, die ihn mit vielen Verheißungen bewegen sollten, das Schloss Osterwitz ihr zu übergeben, er solle mit den Seinen freien Abzug haben. Herr Schenk antwortete: Ich müsste ein Kind sein, wenn ich darauf achten und solche Drohung Gehör geben wollte. Solcher Bescheid war Frau Maultasch nicht nach Wunsch, und sie beschloss nun, die Feste auszuhungern, um den trotzigen kärntischen Adel zu Brett zu treiben. Da nun die Belagerung so lange währte, entstand im Schloss zu Osterwitz nicht allein unter den Knechten, sondern auch unter den von Adel, sonderlich bei den Frauen, großer Mangel, vornehmlich an Wasser, so dass viele umkamen. Von 300 Knechten blieben kaum 100 übrig, die sich notgedrungen mit Katzen, Hunde und Rostfleisch sättigen mussten. Da ersannen sie eine List. Von allen Nahrungsmitteln war noch ein magerer Stier und 2 Vierling Roggen übrig. Sie töteten also den Stier und füllten den Roggen in die frische Haut, die sie scheinbar verschwenderisch vom Berge hinunterwarfen. Frau Maultasch und ihre Ratgeber ließen sich davon wirklich täuschen. Sie sagte ergrimmt: Das sind diese Schelme, die zu guter Zeit Nahrung in ihren Hamsterbaue zusammengetragen haben, so dass wir sie nicht leichtlich in unsere Gewalt bekommen werden. Wir wollen sie in ihren Neste sitzen lassen und andere gemäste Vögel aufsuchen. Die Belagerung wurde also zum Glück für die ausgehungerte Osterwitzer Besatzung aufgehoben. Ehe die strenge Herrin aber abzog, wollte sie ihren Feinden noch ein Beweis von ihrer großen Macht geben. Sie befahl jedem ihrer Kriegsleute, seine Sturmhaube mit Erde zu füllen und dem Schlosse gegenüber an einem bestimmten Orte aufzuschütten. Das geschah, und es wurde ein ziemlicher Berg daraus, der unter dem Namen Maultasch-Schutt noch im Jahre 1580 die Erwähnung wert gehalten wurde. So, die Frau Maultasch kommt hier natürlich nicht besonders gut weg. Ja? Tyrannen, strenge Regentin, Maultasch. Jetzt kommt mein kleiner Aufsatz. Ich habe so einen kleinen Lebenslauf, einen kurzen Lebenslauf von der Margarete Maultasch mal angefertigt. Die Quelle ist Wikipedia, klar, bei solchen Sachen ist das ganz gut. Ich fange mal einfach ganz durch und arbeite mich jetzt hier durch für euch. Also es begann mit dem Vater, Herzog Heinrich von Kärnten, der keine männlichen Nachfahren hatte. Um die Erbfolge seiner Tochter trotzdem zu garantieren, schloss er einen Vertrag mit Ludwig IV., der Kaiser von Bayern, wenn Margarete und ihre Schwester Adelheid mit Genehmigung des Kaisers verheiratet würden. Ne? Nicht vergessen, früher war es meistens so, dass die männlichen Nachfahren das Erbe antreten, nicht die Frauen. Ja, aber in dem Fall war es eben nicht anders möglich. Und dies geschah auch. Im Alter von 9 Jahren wurde Margarete mit dem 5-jährigen Johann Heinrich von Luxemburg verlobt und 3 Jahre später sogar verheiratet. Das heißt, sie war 12, er war 8, als sie verheiratet waren. Leider waren sich die beiden Kinder aber schon von Anfang an unsympathisch, was sich in den jungen Ehe fortsetzte und sage und nach steigerte. Er biss, kratzte und schikanierte sie, wodurch sich aus der anfänglichen Abneigung eine geradezu Feindschaft bildete. An der Stelle muss ich kurz einlenken. Der Junge war 8 Jahre, als er verheiratet wurde. Das ist eine Zeit, in der Kindern das richtige Verhalten anderen gegenüber erst noch lernen. Ja, ihr wisst ja zum Beispiel, wenn man sagt, ja, Kinder sind manchmal grausam ehrlich, weil sie noch nicht verstehen, wann es angebracht ist, den Mund zu halten. Also, das klingt, hier steht, wenn man das hier so liest, klingt es so, ja, scheiß Balk, ja. Aber er war halt eben noch jung und in dem Alter ist es ja oft so, dass, Mädchen, ja, der ist noch nicht mal in der Pubertät und ist schon verheiratet.
ja, dann kann es einfach mal sein, dass es sowas kommt. Ne? Und dann kann man aber noch nicht voneinander weg. Man ist ja verheiratet miteinander. Du kannst nicht mal weg. Und natürlich baut sich dann ein gewisser Stress auf. Ne? Aber gut. 5 Jahre nach der Heirat, Margarete war zu dem Zeitpunkt 17, Johann 13 Jahre alt, starb Margaretes Vater. Eigentlich sollte sie nun jetzt die Erbschaft antreten, weil ihre Schwester im Alter von 8 Jahren starb. Das geschah aber nicht, weil, Game of Thrones in Tirol. Andere wollten einen Teil vom Kuchen, sprich Nordtirol, und Margarete sollte nur Südtirol erhalten. Der Tiroler Adel aber weigerte sich, aufgeteilt zu werden, und erst nach einem Jahr und Dutzenden militärischen Auseinandersetzungen konnte die 18-jährige Margarete ihre Erbschaft antreten und wurde zu Margarete von Tirol. Der Erfolg stieg dem noch 14-jährigen Johann aber zu Kopf. Obwohl Margarete die amtliche Herrscherin war, spielte er sich als Herr von Tirol auf. Sein älterer Bruder Karl, der begabter und mehr Erfahrung besaß, wollte ihn beraten. Doch der interessierte sich nicht für Politik und nutzte seinen Titel lieber, um Frauen aufzureißen. Das schaute sich Margarete 5 Jahre lang mit an, bis ihr irgendwann der Kragen platzte. Zusammen mit ihren Tiroler Räten vertrieb sie Johann aus Tirol, erklärte die Ehe für ungültig, da sie zum Vollzug der Ehe nicht gekommen war. Das heißt, der Vollzug der Ehe bedeutet der erste Geschlechtsverkehr nach Tradition nach der Trauung. Und erklärte dies mit seiner Impotenz. Und wie war das geschehen? In der Nacht nach einer Jagd am Allerseelentag wollte Johann heim und dachte, er wird rühmlich empfangen, ja, schön Beifall, ne? War nicht so. Er stand vor verschlossenen Toren und alle anderen Schlösser in Tirol haben ihn auch nicht reingelassen. Erst in Italien fand er schließlich Zuflucht beim Patriarchaten von Aquileia. Ja, so ein Bischof halt, ne? 2 Jahre später, Margarete war nun 25 Jahre alt, heiratete sie Ludwig I. von Bayern und Brandenburg. Und die Tiroler fanden das super, die fanden das Knorke, weil sie sich davon viele Vorrechte erhofften. Nur gab es ein Problem. Der damalige Papst Clemens VI. Erkannte die Ungültigkeit der ersten Ehe mit Johann aus politischen und kirchenrechtlichen Gründen nicht an. Dazu kam auch, dass Margarete und Ludwig auch noch im 3. Grade verwandt waren. Kurz als Einordnung, das bedeutet, die Kinder oder die Kindeskinder der Geschwister der Urgroßeltern. Ja, ich blende euch hier mal kurz das ein. Ja, also die Urgroßeltern, die Kinder von den Urgroßeltern oder die Kindeskinder. Und eine Ausnahme wollte er auch nicht machen, weil er mit dem Kaiser, also Ludwigs Vater, der die neue Ehe gestattete, ebenfalls im Unfrieden stand. Daraufhin wurde Margarete und Ludwig gebannt und über ganz Tirol ein Interdikt aufgelegt. Was ist ein Interdikt? Das bedeutet, ich lese das jetzt mal hier zitatmäßig vor, das bedeutet das Versagen der für das Seelenheil des gläubigen Menschen notwendigen Sakrament und das Verbot der gültigen Ausübung kirchlicher Ämter. Oder kurz gesagt, ihr dürft nicht mehr mitmachen. Danach begann wieder Game of Thrones in Tirol. Der Papst, die Luxemburger und auch der ältere Bruder von Johann griffen sie an, doch Margarete und Ludwig konnten die Angriffe und Umsturzversuche abwehren. Das ging ein paar Jahre so. Apropos Johann. Der wollte 7 Jahre nach dem Rausschmiss aus Tirol ebenfalls die Ehe mit Margarete für ungültig erklären. Der Grund dafür? Eine neue Ehe ist gleich Kinder, ist gleich mehr Game of Thrones. Seine Begründung für die Ungültigkeit war eine angebliche Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft im 4. Grad, die keiner wusste. Und dass es im Bett nur deswegen nicht geklappt hatte, weil ein Schadzauber auf ihm lag. Die ihm vorgeworfene Impotenz widerlegte er mit der Beteuerung, die Ehe nur mit Margarete nicht vollziehen zu können und gestand sogar mehrfachen Ehebruch. Also dem war es ernst. Ne? Der wollte nicht als impotent dastehen. Naja, ein Jahr später wurde die Ehe dann tatsächlich annulliert, doch Margaretes neue Ehe mit Ludwig wurde dennoch nicht anerkannt. Erst 10 Jahre später, Margarete war inzwischen 41, wurde der Bann unter einen neuen Papst aufgelöst und die Ehe endlich gestattet. Im Übrigen da
Da der Ludwig, also die neue Heirat nicht anerkannt wurde, musste der Ludwig mit harter Regentschaft über Tirol herrschen und sich durchsetzen, weil er ja auf der päpstlichen Seite, aus der kirchlichen Seite ja nicht anerkannt wurde, die Ehe. Das heißt also, Margarete war zwar die Herrscherin von Tirol, Ludwig aber nicht. Ja? Deswegen musste Ludwig sich halt eben mit Gewalt durchsetzen. So, jetzt ein bisschen über die Margarete. Der Beiname Maultasch, ja, bedeutet so viel wie Hure oder liederliches Weib und fand hauptsächlich in der päpstlichen und böhmischen Propaganda Anwendung. Das habe ich jetzt so einfach mal aus Wikipedia. Erst sehr viel später, lange nach ihrem Tod von Margarete, wurde dieser Beiname wörtlich genommen und sich Margarete mit einem missgestalteten Mund vorgestellt. Doch vielmehr wird sie von Zeitzeugen als eine besonders schöne Frau beschrieben. Genauso verhält es sich mit der Vorstellung, sie hätte einen besonders derben Wortschatz gehabt. Ja, also sie war kein Schandmaul, zumindest nicht so viel wie man weiß. Am naheliegendsten kann sich diese Rufschädigung, wie ich es jetzt mal nennen würde, doch mehr durch ihren Ex-Mann Johann Heinrich von Luxemburg erklärt werden. Dass im Stolz gekränkte Eheleute Scheiße über den Ex-Partner erzählen, war auch schon damals sehr in Mode. Ihr seht also, so schnell kann man in einer Sage schlecht dastehen. Ja, das ist heute nicht anders. Ne? Also nach der Ehe beginnt manchmal der Krieg. Das wäre auch meiner Meinung nach, das ist im Wikipedia-Beitrag auch so, das wäre wohl das Wahrscheinlichste, dass der so gekränkt war im Nachhinein und dann über Margarete noch hergezogen hat. Und eben, wenn er genug gelabert hat außerhalb von Tirol, ist halt dann eben die Vorstellung gekommen, sie wäre hässlich, sie wäre eine Tyrannin, sie hätte das, was hier in der Sage ist, was die Gebrüder Grimm dann aufgeschrieben haben und in ihre deutsche Sagen reingeschrieben hatten, das ist auch nicht ganz belegt, ob das tatsächlich so passiert ist. Das kann also sein, dass das Margareta gar nicht getan hat, sondern einfach nur im Nachhinein zusammengespinnt wurde und so dann eben zur Sage wurde. Halt, ne? Und das wurde dann halt eben aufgegriffen von den Brüder Grimm. Ja, Margareta Maultasch. So, die heutige letzte Sage heißt Auswanderung der Schweizer. Es war ein altes Königreich im Lande gegen Mitternacht. Über derselbst kam Hunger und böse Zeit. In dieser Not sammelte sich die Gemeinde und durch Stimmenmehrheit ward beschlossen, dass allmonatlich das Volk zusammenkommen und losen sollte. Wenn das Los träfe, der müsse der bei Lebensstrafe aus dem Lande ziehen. Hohe und Niedrige, Männer, Weiber und Kinder wurden so ausgelost, und das ging so eine Zeit lang. Allein es half auf Dauer nicht mehr, und man wusste den Menschen keine Nahrung mehr zu finden. Da wurde beschlossen, alle 8 Tage den 10. Mann auszulosen. Der sollte auswandern und nimmer wiederkehren. So geschah der Auszug um Mitternacht, über hohe Berge und tiefe Täler, unter großem Wehklagen der Verwandten und Freunde. In 3 Haufen zogen die Schweden, zusammen 6000 Männer, groß wie Riesen mit Weib und Kind, Hab und Gut. Sie schwuren sich einander nie zu verlassen, und da wählten 3 Hauptleute über sich durchs Los, deren Namen waren Switter, in Klammern Schweizer, Sweyn und Hasius. 1200 Friesen schlossen sich ihnen an. Sie wurden reich an fahrenem Gut, durch ihre sieghaften Arm. Auch als sie durch Franken zogen und über den Rheinstrom wollten, ward es Graf Peter von Franken kund und anderen, die machten sich auf und wollten ihnen den Straße verlegen. Die Feinde dachten, mit ihrem starken Heere das arme Volk leicht zu bezwingen, wie man Hunde und Wölfe jagt, und ihnen Gut und Waffen zu nehmen. Aber die Schweizer schlugen sich glücklich durch und machten große Beute. Danach flehten sie Gott um ein Land an, das dem ähnlich sei, was sie verlassen hatten, wo sie in Frieden ihr Vieh weiden möchten. Da führte sie Gott in das Gebirge, in eine Gegend, in der das Vieh vortrefflich gedieh und schönes Korn wuchs. Da ließen sie sich nieder und bauten Schwyz, das sie so nach ihrem ersten Anführer nannten. Sie hatten manchen schweren Tag, ehe der Wald ausgerodet und zu Ackerland verwandelt war. Ein Teil der Menge zog ins Land an den Schwarzen Berg, der jetzt Braunegg heißt.
Sie zogen über das Gebirge in das Tal, das die Aare durchfließt, wirkten da Tag und Nacht und bauten Hütten. Ein dritter Haufe unter Hasius besetzte das Haslital. Der Graf von Halsburg gab hierzu die Erlaubnis. Sie trugen Kleider aus grobem Zwilch, nährten sich von Käse, Milch und Fleisch und erzogen ihre Kinder zur Einfachheit, Wahrheitsliebe und Gottesfurcht. Diese Sache erinnert mich, also in den vorherigen Folgen gab es das schon einmal, das aus Schweden bzw. Norwegen, alles über uns im Norden, zum Beispiel die Goten von dort aus überall runtergekommen ist, dass sie auch dasselbe Problem hatten. Und diese ganze Herangehensweise erinnert mich doch sehr stark an ihn hier, den da oben, an Thanos. Dass da oben wahrscheinlich war es die hatten wahrscheinlich sehr viele Kälteperioden und dadurch ist wahrscheinlich Ernteausfall entstanden und so mussten sie die Leute halt Stück für Stück halt abziehen lassen. Also anstatt wie Thanos alle mit einem Schnipp zu halbieren und zu töten, beziehungsweise eigentlich tötet er sie ja nicht, oder? Ich meine, sie hören einfach auf zu existieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht dasselbe ist wie Tod. Und hier ist es ja auch. Egal, ob du nun hoch oder niedrig warst, Frau, Kind, Mann, spielt keine Rolle. Wer ausgelost wurde, musste gehen für das Wohl des ganzen Volkes. Und das ist exakt da dasselbe auch in den Filmen. Ja. Hat mich sehr stark daran erinnert. Ja, ich habe übrigens Endgame nie gesehen. Für mich ist das Ende von Infinity War, für mich war es das perfekte Ende. Und ich habe gesehen, wie Thanos dann auf seiner Veranda da sitzt und den Sonnenuntergang bedachtet. Und da dachte ich so, das ist das beste Ende. Das lasse ich so. Ich weiß, es gibt den Film Endgame, aber für mich hat die Marvel-Serie mit dem beendet. Fertig. Ja. Ihr müsst immer darauf achten, was ihr konsumiert. Ne? Ihr entscheidet, was ihr konsumiert. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Kanal ist ja dank Ludwig sehr gut gewachsen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und dann wünsche ich euch schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Und dann sehen wir uns wieder bei. Korrekt. Warte mal, noch richtig schnipsen. Korrekt. Lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi.